Hier in der Kirche der Stille am Feiertag, am christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt. Herzlich willkommen, Domo Geshe Rinpoche, zum ersten Mal hier in der Kirche der Stille. Sie kommt aus Wisconsin in den USA und wir freuen uns sehr, dass wir heute miteinander diesen Dialog haben werden. Welcome from my heart to all of you in this Church of Silence at this special day of Christ's Ascension. And we are very happy to welcome Domo Geshe Rinpoche from Wisconsin, who is here for the first time. Wenn Himmel und Erde sich berühren, wenn Christentum und Buddhismus sich begegnen, was passiert dann? Das ist, worum es heute gehen wird. Der Vormittag wird so aussehen, dass wir zunächst miteinander ein Gebet sprechen zum Ankommen. Dann wird Domo Geshe Rinpoche etwas über sich selber erzählen und über ihre Arbeit. Und ich werde einen kleinen Input geben, was für mich als Christin Christi Himmelfahrt bedeutet. Und wir werden dann in ein Gespräch miteinander kommen. When earth and sky touch, when Christianity and Buddhism meet, what's going to happen then? We will first start with a prayer, and then Rinpoche is going to introduce herself, and afterwards I will give a little input of what I mean, what Christ's Ascension means, and afterwards we will start a dialogue. Auf Ihren Plätzen ist ein Gebet und das möchten wir miteinander jetzt sprechen. On your seats is a prayer, and if you want to, we would like to say that together. Ich gelobe von nun an bis zur Erleuchtung, Zuflucht zum Guru und den 3 Juwelen zu nehmen und fühlende Lebewesen nicht im Stich zu lassen. Ich werde die 6 Vollkommenheiten praktizieren. Sentient beings. I will practice the 6 perfections. This, in our Tibetan system, that we usually repeat things 3 times, so I started to do that. Im tibetischen System wiederholen wir die Dinge normalerweise 3-mal, also habe ich das jetzt getan. I sometimes make a joke that first time you repeat it, that it's like I'm going to say it. And then the second time you repeat it, you think, oh, here it comes. And then the third time you repeat it, then you say, this is it. Ich scherze manchmal, dass das erste Mal wir das nur sagen, beim zweiten Mal sagen wir, jetzt geht's aber los, und beim dritten Mal sagen wir es dann wirklich. Yeah. First you introduce yourself. I don't think we heard that. Many people not know you. Sie sagt, ich habe vergessen, mich vorzustellen, das stimmt. Ich bin hier so zu Hause in der Kirche der Stille, dass ich immer weiß, wer ich bin. Also mein Name ist Imgard Nauck und ich bin Pastorin, ganz normale evangelische Pastorin und darf seit gut 6 Jahren hier die Kirche der Stille leiten. Could you say something about the church for new people, also those people? Rinpoche asked me to introduce myself, and I forgot because it's so normal for me to be here that I don't remember that I need to introduce myself. So I am Imgard Nauck. I'm the Lutheran pastor of this church.
vor 6 Jahren, diese Kirche zu eröffnen und diesen Raum ganz für Meditation und Stille zu nutzen, und zwar für sehr unterschiedliche Wege in die Stille, auch unterschiedlicher religiöser Traditionen. Also es gibt das christliche Herzensgebet und die Kontemplation. Es gibt 2 verschiedene Sufi-Meditationen hier. Es gibt die Zen-Buddhisten, die dienstags abends regelmäßig kommen, also Gruppen, die ganz regelmäßig praktizieren und ihren Weg der Stille üben. Rinpoche asked me to say a little bit more about this church, and I can see there are new faces, so I will let you know what this church is about. It's founded 6 years ago. Since then I'm a priest, pastor here, and it's a meeting place for different religions and different cultures. And what takes place here is a heart prayer. I don't remember the date. Sufi meditation, Zen meditation, and you will find a program outside to see the details. Now I'm happy to have you here and... Oh, ich soll Deutsch sprechen. Jetzt möchte ich gerne mehr von Ihnen hören und freue mich. Okay, so, good morning. That I did only very, very small prayer for not good weather today. Ich habe nur ein ganz kleines Gebet gesprochen, dass das Wetter heute nicht so gut sein sollte. So that this day not good for taking a long walk or going out on the water. Damit es heute nicht so ein schöner Tag zum Spazierengehen oder eine Bootsfahrt zu machen ist. But getting up this morning, we all think, oh, this is a very good day to think about spiritual life. Aber als wir heute früh aufgewacht sind, haben wir dann alle gedacht, das ist ein wunderbarer Tag, um etwas für mein spirituelles Leben zu tun. Man muss direkt rein. It's okay. So, my name is Domo Geshe, and I am the 9th Domo Geshe I am the 9th in my lineage. And I know I look a little bit funny, but I actually am. So, home base is in Wisconsin, where we have a growing retreat center that we have built from the ground up, very organically, using sustainable materials. We have organic garden, everything trying to make it easy on the earth. Ich bin der 9. Domo Geshe in meiner Linie. Ich weiß, ich sehe etwas seltsam aus, aber ich bin es. Und ich habe ein Zentrum in Wisconsin, wo wir ein buddhistisches Zentrum von Grund auf neu aufgebaut haben und uns bemühen, dort nachhaltig zu leben, viel Gärtnerei machen und uns dort selbst versorgen. So this is my 7th time coming to Germany to teach in many locations, and each year I am more and more fond of German people and attitudes. Das ist jetzt schon mein 7. Jahr, dass ich hier nach Deutschland komme, um Unterweisungen zu geben, und je öfter ich komme, umso mehr wachsen mir die Deutschen ans Herz. And so arriving here is important, not just for me, but for all living beings. Und hier zu sein und zu lehren ist wichtig für mich, aber nicht nur für mich, sondern für alle lebenden Wesen. And I say that because I teach the path of compassionate, Mahayana, compassionate altruism. Und ich sage das, weil ich den Pfad des Mitgefühls, des Mahayana-Mitgefühls unterrichte. And so I am very interested in our dialogue today, as I have done in the past, talking about Christianity and Buddhism, because there's a lot of waves on the surface of our distinctions,
but actually very close underneath, there's a lot of commonalities. Und deshalb bin ich sehr interessiert an der Diskussion heute über Buddhismus und Christentum, denn ich weiß, dass es über den Wellen, die auf der Oberfläche sind, unterhalb dieser stürmischen Oberfläche doch sehr viel Gemeinsamkeiten gibt. And so both of our religions have very strong sense of what is sacred. And so we have special times that we gather, and today is one of those in the Christian tradition. Beide Religionen haben sehr viele heilige Aspekte, die sie würdigen. Und heute ist einer dieser Tage, der im Christentum hochgehalten wird. That, as you probably know, today is Ascension Day, and this is why we are gathering. Wie Sie natürlich wissen, ist heute Himmelfahrt und wir versammeln uns auch aus diesem Grund. And so I am very interested in hearing your views and your words about Ascension Day, and then I would like to talk a little bit about the Buddha, Lord Buddha Shakyamuni, and Ascension in our tradition. Deshalb interessiert mich sehr, was Sie dazu zu sagen haben zum Himmelfahrtstag, und dann würde ich gerne auch ein paar Worte sagen, was der Buddha zu dem Thema Himmelfahrt zu sagen hat. But before we begin, I would like to do a short silent meditation, if that's okay. Aber bevor wir beginnen, würde ich gerne mit einer kurzen stillen Meditation anfangen, wenn es in Ordnung ist. One difficulty that people have in doing quiet meditation is because they're not really here. Ein Problem, das Leute mit der stillen Meditation haben, ist, dass sie nicht wirklich anwesend sind. Sometimes if you close your eyes, you might see your stove or your kitchen sink or be thinking, did I turn the iron off? Manchmal, wenn man die Augen schließt, denkt man vielleicht an seinen Herd oder die Spüle zu Hause und denkt, habe ich auch den Herd abgestellt? So the human mind is very interesting. We can actually be in several places at one time. So ist der menschliche Geist sehr interessant, denn wir können tatsächlich an mehreren Orten gleichzeitig sein. So although your body is here, I'd like to invite you totally here. Und obwohl Ihr Körper hier ist, möchte ich Sie einladen, völlig hier zu sein. So we do like this. So schütteln wir unsere Hände etwas. Atmen aus. Then hands go easy in the lap. Die Hände sind dann sanft im Schoß gehalten. Left hand. Die linke Hand unten und die rechte Hand darüber. Right hand, like this, with knuckles touching. Dass sich die Mittelfinger berühren. Die Knöchel der Mittelfinger. Not like this, like this. Okay? No, like this. Not like this. Nur aufeinander gelegt, nicht verschränkt. This is, you have to put it toward me. I think that this is more like your inside. This is your outside hand. So you rest your inside hand and outside rests here. Also die linke Hand, die sie innere Hand nennt, die beruht einfach, und die andere Hand, die rechte Hand, liegt sanft darauf. The thumbs touch very easy, very lightly. Die Daumen berühren sich ganz leicht. And this comes on your lap with the thumbs touching 1 inch below the navel. Und dann liegt die Hand so auf dem Schoß und der Daumen circa 3 Zentimeter unterhalb des Nabels. So like this, shoulders down. Und die Schultern entspannt. You lift your head up like a string coming up. Und man hebt den Kopf nach oben, als ob eine Schnur aus dem Scheitel nach oben geht. And we say like the neck of a swan, that you lift it up and then tip the chin down. Und dass man den Hals wie einen Schwan
nach oben hebt und das Kinn leicht nach unten fallen lässt. Or like an umbrella, like that. Oder wie der Handgriff eines Schirms. So nothing special to do, nothing special to think about, just we rest easy, and you have no special task to do, we just rest. Also gibt es nichts Besonderes zu tun, einfach still, entspannt da sitzen und sich ausruhen. Okay, this is very good. You can open your eyes. This, I believe, very short, high-quality meditation best. Das war sehr gut. Ich glaube, dass eine kurze Meditation von hoher Qualität ist. Das ist das Beste. Halt an. Wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo? Du fehlst ihn für und für, sagt der Mystiker Angelus Silesius. Wait and stop. The sky is in yourself.
Are you searching for God someplace else? You won't find him, says the mystic Angelius Silesius. Dieses uralte mystische Wort fasst für mich die Bedeutung von Christi Himmelfahrt zusammen. Der Himmel ist in dir. Du selbst bist erdverbunden und atmest die Erdkraft und die Himmelskraft in dir und in deinem Herzraum. Da ist der Himmel in dir. This old mystic saying is for me a short version of how heaven and earth connect. You are breathing in the power of the earth through your feet, and From heaven, yeah. okay, and from the heaven you breathe in the power of the sky, And you collect it. and you collect it all within your heart center. Der christliche Glaube erzählt in Geschichten, was wir spirituell erfahren können. Und in der Apostelgeschichte der Bibel wird die Geschichte von Christi Himmelfahrt erzählt. In Christianity, you learn through stories about the meaning of faith. And in the Acts of the Apostles, you learn about Christ's Ascension. Da wird der Weg von Jesus Christus noch einmal beschrieben, wie er auf die Erde kam, auf der Erde sein Wirken hatte, mit seinem Sterben in die Tiefen unter der Erde ging, wieder auferstanden war, 40 Tage nach Ostern seinen Freunden erschienen ist, bis er dann, in diesem schönen Bild wird das erzählt, mit einer Wolke in den Himmel emporgehoben wurde. The faith of Christianity tells us about the spiritual stories. And in the Acts of the Apostles, the Bible is telling us how Christ, after his death and coming back for 40 days to the earth, is taking his farewell forever. And then he is taken by a cloud up to the sky. Die Wolke ist in der biblischen Tradition immer ein Symbol dafür, dass Gott gegenwärtig ist. In the Christian tradition, the cloud is a symbol about God's presence, about Almighty and every moment being present. Und mit dieser Geschichte der Himmelfahrt und dieser Wolke wird deutlich gemacht, dass Erde und Himmel voll von Gottes Gegenwart sind, von Christuskraft verbunden sind. Himmel und Erde keine Dualitäten sind, sondern eins, durchdrungen von Christuskraft. And the story of Christ's ascension and the symbol of the cloud makes it very clear how earth and heaven are always connected, and how the powers of the sky, of heaven, are coming down and totally embracing us, and how God's presence is always there. And that is also showing us that duality does not exist anymore. Darum ist für mich Christi Himmelfahrt ein ganz bedeutsames Fest, denn es ist das Fest der großen Integration. Der Himmel, dieser
oft doch als ferner Ort beschriebene Wohnort Gottes und die Erde sind eins. And that's why the festival or the celebration of Christ's Ascension is so meaningful to me, because it shows that heaven and earth are one. Und dieser Jesus Christus ist derjenige für mich in meinem Glauben, der diese Kräfte kosmisch zusammenbringt. Ich nenne das, er ist der kosmische Christus, der Christus in mir. And it shows how the powers of the cosmos are coming together here. And Christ is the one who is the cosmic Christ. He is the Christ in myself. Die Geschichte von Christi Himmelfahrt geht weiter. Sie erzählt und ist damit urmenschlich, wie die Freunde Jesu dieser Wolke nachstarren und da oben in den Himmel gucken, voller Trauer, dass ihr Meister weg ist. Und in diesem nach oben starren gesellen sich zwei weiße Gestalten zu ihnen und stellen ihnen eine ganz wichtige spirituelle Frage. Und die lautet: Was seht ihr da, was steht ihr da und schaut zum Himmel? And the story goes on that two of the apostles are standing there and watching the cloud disappear into heaven. And while they are looking, two white beings are next to them, and they are asking the question, "What are you looking? Why are you staring at heaven?" Spirituelles Wachstum, und wenn wir reifen wollen, hat immer was mit einer Frage zu tun, die wir uns stellen. Wonach schaust du? Was erwartest du von oben? Wohin geht deine sehnende Suche? Das ist die wichtige spirituelle Frage, die diese Geschichte uns stellt. Spiritual growth and spiritual maturation always starts with a question. What are you looking for? What are you longing for? Where do you want to go? And spiritual search always starts with an important question. Und wir hören die Antwort der Freunde Jesu ganz indirekt, ganz trocken erzählt, die Geschichte. Die Freunde kehrten um nach Jerusalem und ihr Herz war voller Freude. And the answer comes in a very indirect and almost dry way. We hear the friends turned around, they went back to Jerusalem, and their hearts were full of joy. Sie hatten verstanden, Christus ist nicht dort oben im Himmel, sondern genau an dem Ort, wo ihr Alltag ist, in ihrem Jerusalem, auf dem Marktplatz des Lebens. They had understood God is not in heaven. He is present where your daily life takes place, in Jerusalem, on the marketplace, where you are. Und so glaube ich für mich selbst auch, dass da, wo ich stehe, an welchem Ort in meinem Leben auch immer, dort ist die Christuskraft gegenwärtig. Und ich bin überzeugt davon, sehe ich in dein Gesicht, dann sehe ich das Antlitz Christi. Denn der Himmel ist in dir und der Himmel ist in mir. And that's why I believe that Christ is present in my heart wherever I am.
And when I look into your face, I see Christ in your face, I see heaven, and I see that the power of Christ is present in you. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Thank you so much. That was inspiring. Vielen Dank, das war sehr inspirierend. And I never heard this whole story, so I have a lot to say. Ich habe diese Geschichte noch nie vorher gehört und deshalb habe ich jetzt viel dazu anzumerken. So, most important, first thing, is that there were no video cameras present at that time. Das Wichtigste ist, dass zu jener Zeit keine Videokameras anwesend waren. So, also at the time of Lord Buddha Shakyamuni, there were no video cameras to record these events. Und zu Zeiten des Buddha Shakyamuni gab es auch keine Videokameras, die da waren, um die Vorfälle aufzunehmen. So interestingly, maybe slowly I tell you the story of the going up and coming down of Lord Buddha Shakyamuni. Und interessanterweise ist auch diese Geschichte von Lord Buddha Shakyamuni so, dass ich Ihnen die jetzt erzählen möchte, wie er aufstieg und wieder kam. But I begin by saying it's the same story. Aber ich möchte gleich zu Beginn sagen, es ist dieselbe Geschichte. Actually, there is only one story. Und tatsächlich gibt es nur eine Geschichte. That this story has emerged in many different ways, in many different cultures, and with some differences according to the needs of the people and place at that time. Diese Geschichte hat in zu vielen Zeiten, vielen Kulturen stattgefunden, immer darauf abgestimmt, was die Leute zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort brauchen. That every great being, every world teacher, we call Jesus and Buddha world teachers, has a very specific agenda, something that they are here to correct. Jedes große Wesen, jeder Weltenlehrer, wie ich den Buddha Shakyamuni oder Jesus Christus nennen würde, ist hier mit einer ganz bestimmten Absicht gekommen, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. So this story seemed to happen in the past, but it's actually a story that has happened in every cycle. Diese Geschichte scheint in der Vergangenheit zu spielen, aber es ist eine Geschichte, die wirklich in jedem Zyklus, in jeder Ära stattfindet. One of the great esoteric Buddhist scriptures talks about the same thing happening. The people are different, but the same exact story happens again and again. Es gibt eine buddhistische Schrift, in der genau diese Geschichte aufgezeichnet ist, eine formelle Schrift, und diese Geschichte geschieht einfach immer wieder und wieder. So perhaps the what they call fortune telling, like the prophecy of the second coming of Christ is also means this same thing, is that it's going to happen again. Vielleicht ist auch die Prophezeiung, dass Christus wiederkommen wird, nur ein Hinweis darauf, dass dieselbe Geschichte wieder und wieder passiert. In Buddhism, we acknowledge, it is said by divine sight, that there will be 1,000 Buddha world teachers come to this world. Im Buddhismus sagt man, dass als göttliche Prophezeiung oder Voraussicht, dass es 1000 Buddhas geben wird. And of those, Buddha Shakyamuni was number 4. Und von diesen 1000 Buddhas, die es geben wird, ist der Buddha Shakyamuni, unser Buddha, der 4.
So as a career path, there are still openings left. Also gibt es noch offene Stellen auf dieser Karriereleiter. So we must be busy about our own practice. Das heißt, wir müssen sehr geschäftig sein mit unserer eigenen Praxis. So this analogy is the retelling of the story, capital letters, the story. Diese Analogie ist einfach das Wiedererzählen dieser Geschichte in Anführungszeichen. And one of the important unspoken analogies, parts of the story, is that no one stays. Und einer der wichtigen Bestandteile der Geschichte, die nicht ausgesprochen wird, ist die Tatsache, dass keiner da bleibt. So, Jesus arrived in this world, and the Buddha arrived in this world, but they are not here in human form anymore. Der Buddha und Jesus sind auf diese Welt gekommen, aber sie sind nicht mehr hier in menschlicher Form. And so the story goes on to tell us that the Buddha who arrived from Tushita heaven, and Jesus, who arrived from his Father in heaven, came to this world, and it was an actual event in our human history. So geht die Geschichte folgendermaßen, dass der Buddha aus dem Tushita-Himmel auf die Erde kam, wie Jesus aus dem Bereich seines Vaters kam, um dann hier auf dieser Welt zu leben. And during their time on earth, they had a lot of problems. It wasn't so easy. Und sie beide hatten große Probleme während ihrer Zeit hier auf der Erde. Es war nicht leicht für sie. That the Buddha had trust issues with his father. Der Buddha hatte bestimmte Probleme, seinem Vater zu vertrauen. So you see, maybe the story is still going on with a lot of human beings. Und da können wir sehen, dass die Geschichte vielleicht bei einigen menschlichen Wesen noch ihren Verlauf nimmt. That you know that Jesus had really terrible suffering at the end. Wie ihr wisst, hat Jesus am Ende fürchterlich leiden müssen. And in the Buddha's life, he had a lot of controversy. The Brahmins did not like the Buddha at all because he was breaking up the caste system and also gender inequality. And even his own cousin tried to kill him on numerous times. Und der Buddha hatte auch sehr viele Probleme in seinem Leben mit den Brahmanen, die gegen ihn waren, weil er das Kastensystem abschaffen wollte. Außerdem hat er sich sehr für Geschlechtergleichheit eingesetzt und selbst sein Cousin hat mehrere Male versucht, ihn umzubringen während seines Lebens. So even in your own life, you know that nothing good comes without difficulties. And like that, it is a certainty that Jesus and the Buddha came to correct something very important, and therefore they had a lot of problems. Wir wissen aus unserem Leben, dass wenn wir etwas Gutes erreichen wollen, das oft immer nur mit Schwierigkeiten geschieht. Und so haben auch der Buddha und Jesus sehr, sehr viele Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, um damit große Erfolge zu erzielen. And so it is not enough to become enlightened. It is not enough to have come from heaven. That you must make benefit. You must create benefit. Es reicht also nicht, schon erleuchtet zu sein und aus dem Himmel zu kommen, sondern man muss auch wirklich zum Wohle der anderen arbeiten. The very thing that you have discovered. Und genau das habt ihr auch entdeckt.
So, in some ways, this story is happening in your own life. Auf gewisse Weise geschieht diese Geschichte auch in eurem Leben. The difference is that most people don't know where they came from, and maybe it wasn't heaven. Der Unterschied ist, dass die meisten Leute nicht genau wissen, wo sie herkommen, und vielleicht war das auch nicht gerade der Himmel. I'm not saying you came from the other place, but it's difficult for ordinary mind to consider where they came from. Ich sage nicht, dass das von woanders war, aber für den gewöhnlichen Geist ist es einfach schwierig zu verstehen, wo man herkommt. And so you are invited to think, as you probably already have, why am I here and what do I do with my life? Und deshalb seid ihr aufgefordert zu überlegen, warum bin ich hier? Das habt ihr wahrscheinlich auch schon getan. Warum bin ich hier und was möchte ich mit meinem Leben anfangen? That neither Jesus nor the Buddha just sat around thinking, oh, everything is just a bliss and a happiness. No, they got about changing things. They stirring it up. Weder der Buddha noch Jesus haben herumgesessen und gedacht, alles ist Glück und Glückseligkeit. Nein, sie haben etwas getan und die Dinge ein bisschen aufgemischt. So, during this lifetime, they had another kind of story that was going on. Great story. Während ihres Lebens ist eine andere große Geschichte mit ihnen passiert. That there is a kind of undercurrent analogy which covers all living beings in this realm, which is how you are actually alive and your deeper values and purposes. Es gibt eine gewisse eine Strömung, die unter allem liegt auf dieser Welt, und es geht dabei darum, wie du wirklich lebendig bist und was hier der Sinn und Zweck deines Lebens ist. That during dreams, sometimes you don't feel like yourself. You feel as though perhaps you're even a being of light, trapped. When you wake up, you're trapped in some ordinary solid body. Während eines Traumes spürst du vielleicht manchmal, dass du vielleicht ein Wesen aus Licht bist, und wenn du aufwachst, dann fühlst du dich wieder gefangen in deinem festen Körper. And waking up in the morning, we actually falling asleep. Und wenn wir am Morgen aufwachen, ist das wirklich so, als ob wir einschlafen in dem Moment. And all spiritual traditions say you are really more like that other analogy, that other way of life, than what you believe yourself to be. Und alle spirituellen Traditionen sagen, du bist wirklich mehr so wie diese andere Art, die Analogie des Lebens, als das, was du im Allgemeinen während des täglichen Lebens verspürst. And so the world teachers come, and if they see a little light in your eye, they say, yes, yes, that's more like it. Und so kommen die Weltlehrer und schauen dich an und sehen ein kleines Funkeln in deinen Augen und sagen, ja, ja, so ist das. And then you might say, oh, I thought that was a dream. I thought that wasn't real. And spirituality tells you, yes, that is real, a kind of real. It's not the really real, but you're getting there. Und dann sagst du, ach so, ich dachte, das wäre nicht wahr, aber das scheint doch etwas Wahres dran zu sein. Und die Spiritualität sagt dir dann, ja, das ist wirklich wahr, aber noch nicht das ganz Wahre, aber so eine Art von wahr. So we go back and forth. In Buddhism, we consider many lives, and so we go back and forth trying to find our way home. Und so gehen wir im Buddhismus vor und zurück über viele Leben und versuchen, unseren Weg nach Hause zu finden.
And even when we come home, when we feel that we're home, that's still not our real home, which is further along. Und selbst wenn wir heimkommen, ist das immer noch nicht unser wahres Zuhause, denn der wirkliche Weg geht noch viel, viel weiter. And so what inspires us about the stories of our world teachers, our great world teachers, is that there is something that resonates in their analogies and in this story that sounds somehow familiar, something we have forgotten and we need to remember. Was uns inspiriert an den Geschichten der großen Weltenlehrer ist diese Analogie, die sie bringen und die uns dazu inspiriert, weiterzugehen, dass es da noch mehr gibt. So in the morning we wake up, in other words, fall asleep, and then sometime during the day we fall asleep by waking up, and again we forget and we fall asleep while we think we're awake. Und so wachen wir am Morgen auf, aber wir schlafen wirklich ein in dem Moment. Und dann während des Tages wachen wir wieder mal auf zwischendurch, aber dann schlafen wir wieder ein. Und daraus wachen wir wieder auf und denken, wir sind wach, aber in Wirklichkeit sind wir wieder eingeschlafen. Sorry, that little difficult. So, at some point we really get tired of this. And we think, what is waking up? What is waking up? Or as you said, looking up, looking up. Und irgendwann werden wir wirklich müde von all dem und sagen, wie Sie gesagt haben, wir beginnen dann nach oben zu schauen. Was ist jetzt wirklich wahr? So during his lifetime, the Buddha looked like, closed his eyes, he goes interior where he's awake, and he looks like nothing happening here. Und so hat der Buddha während seines Lebens viel die Augen geschlossen und nach innen geschaut und nach außen sah das aus, als ob nichts passierte. And one of those times that he actually one of our celebrations is the time when he went to Tushita, where he came from, to teach his mother, who had been reborn there. She only lived 7 days after the Buddha was born. She passed away, and she was reborn in Tushita heaven, and he went, meditation through that, went to Tushita heaven to teach his mother. Eine unserer Geschichten ist, dass er in den Tushita-Himmel zurückging, wo er eigentlich herkam, denn seine Mutter, die 7 Tage nach seiner Geburt starb, ist dort in diesen Himmel eingegangen und er ist in der Meditation dann auch in diesen Himmel gegangen, um sie dort zu unterrichten. So we tend to think that gender is pretty solid, that ladies here think, oh, in my previous life I was another kind of lady, maybe Cleopatra or queen or some kind of lady. But gender is not so apparent, and you men think, oh yeah, I've always been a guy, right? But you were ladies and ladies were men. Gender is very superficial. Wir glauben vielleicht, dass das Geschlecht, was wir jetzt haben, andauert, dass wir im vergangenen Leben auch Kleopatra waren, wenn wir weiblich sind, irgendwelche weiblichen Körper hatten, und Männer denken vielleicht auch über sich, ich bin immer ein Mann, aber in Wirklichkeit ist das alles sehr austauschbar und wechselt auch oft. So he went to teach his mother, who was reborn in Tushita heaven, but now male form. Also ging er seine Mutter im Tushita-Himmel zu unterrichten und sie war dort in männlicher Form. And so the celebration is not that he went to see his mother, which was very nice, sort of Mother's Day kind of thing, you know, but his return, because we wanted his teachings more here. So his return from teaching his mother, and he stood up from his meditation, and this was return from Akanishta, teaching mother. Und der Feiertag, den es aus diesem Grunde gibt, als er in diesen Himmel aufstieg, ist nicht deshalb, dass er seine Mutter unterrichtet wie eine Art Muttertag, sondern man feiert, dass er aus diesem Himmel wieder zurück auf die Erde kam und
dort weiter zu unterrichten. At very near the end of the Buddha's life, that although he had experienced nirvana, that he had not yet experienced paranirvana. Am Ende seines Lebens hatte der Buddha zwar das Nirvana erreicht, aber noch nicht das Paranirvana. So this little technical, and not interested in going into it today, but the paranirvana of the Buddha was at the end of his life. Das bleibt jetzt etwas zu technisch für die heutige Diskussion und ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber der Buddha hat dann das Paranirvana erst am Ende seines Lebens erreicht. And so the Buddha was at that time 80 years old, and which is very, very old for someone in that ancient time. And 3 weeks before he died, he had a conversation with his closest attendant. Der Buddha war damals 80 Jahre alt, was ein sehr hohes Alter für die damalige Zeit war. Und 3 Wochen vor seinem Tod hatte er ein Gespräch mit einem seiner Schüler. And to paraphrase the Buddha, which is probably very wrong, but I'm going to do it anyway, he said, you know, Ananda, that it is for someone who has achieved a very high level that they actually don't have to pass away. They could remain here in human form for a very, very, very long time. Und ich werde jetzt den Buddha zitieren, obwohl das ich das eigentlich nicht tun möchte. Aber er sagte ungefähr, Ananda, weißt du, jemand, der die Erleuchtung erreicht hat hier, für den ist es eigentlich möglich, für eine ganz, ganz lange Zeit hier zu bleiben. Der muss eigentlich nicht weitergehen aus diesem Leben. And he repeated it a second time, and Ananda says, oh, that's very interesting. And then he repeated it a third time, and Ananda went, yes, yes, very, very interesting. Und er hat es dann nochmal wiederholt und der Ananda sagte, das ist aber interessant. Und dann wiederholte es der Buddha ein weiteres Mal, ein drittes Mal und Ananda sagte, ja, sehr, sehr interessant. And so 3 weeks later, the Buddha was served a meal that was had food poisoning, had poison, not deliberate, but food poisoning. Und 3 Wochen später hat der Buddha dann eine Mahlzeit gegessen und dadurch eine Lebensmittelvergiftung bekommen und also keine vorsätzliche Vergiftung. Und daran ist er dann gestorben. And so he ate the meal, but he said, now you take the rest of this food and you take it out and bury it. No one is to eat it. Und er aß das Essen und sagte, jetzt nehmt das aus und vergrabt es, davon soll kein anderer mehr essen. And of course he became violently ill and had all the signs that he would soon pass away. And so the monks came around and he gave them last advice. So wurde er fürchterlich krank und man sah schon, dass er sterben würde. Dann kamen die Mönche herbei und er gab ihnen einen letzten Ratschlag. At this time he had many followers, and as they gathered around, he talked to them about impermanence, and he told them gave them sincere advice, saying that they must continue on with their practice, do not be disheartened, go on. Er hatte sehr viele Anhänger zu dieser Zeit und die haben sich alle versammelt und er sagte zu ihnen, ihr müsst aufrichtig weiter praktizieren, ernsthaft euch weiter üben. And so the Buddha passed into paranirvana, and at that time, there was no written explanation of seeing him pass away, but many of his students had already attained this kind of power to see that happen, and I'm sure it would have been identical. Und er ging dann über ins Paranirvana und zu dieser Zeit wurden diese Dinge auch nicht aufgeschrieben, aber viele seiner Anhänger hatten auch bereits
einen Erleuchtungszustand erreicht und waren in der Lage zu sehen, was da geschah. Und ich bin mir sicher, es war etwas ganz Ähnliches. And in addition, we have the passing away stories of great beings in Tibetan Buddhism. And one of our important methods of the dissolution is the disappearance of the body, which is very interesting compared to the story of Christ rising, that actually even today it is possible to attain the rainbow body. Und bei vielen hochentwickelten Übenden im Buddhismus ist es auch so, dass ihre Übergänge was ganz Besonderes sind und man spricht dann, manchmal verschwindet der Körper auch einfach und dann spricht man von dem Regenbogenkörper. Das ist auch interessant in dem Zusammenhang. This is not just a story, because it's actually happened in our world and could happen again, that the body slowly dissolves, literally slowly dissolves. Und das ist nicht nur eine Geschichte, sondern das hat wirklich in unserer Welt auch stattgefunden. Das ist so, dass sich der Körper dann buchstäblich auflöst. And also signs of many rainbows at that time. In fact, a very famous story. I'm the 9th Domo Geshe, so we don't know. But the 7th Domo Geshe, there were many reports. This was in like 1936. Many reports of many rainbows and unusual signs. Und es gibt eben auch viele Geschichten, zum Beispiel auch über den 7. Domo Geshe. Ich weiß das jetzt nicht, ich bin ja der 9., aber dass auch zu seinem Todeszeitpunkt ganz viele Regenbogen gesehen wurden. So, my main point is, you have two stories that are playing out that are interconnected and can be disturbing or good. Mein Punkt ist jedenfalls, dass es hier zwei Geschichten sind, die man in Verbindung bringen kann und das kann weder aufwühlen oder... Das kann einen entweder aufwühlen oder es kann auch eine gute Sache sein. One is your story of your outer life with parents and school and career, and to find meaning in your life. Das eine ist die Geschichte unseres äußerlichen Lebens, was wir für eine Ausbildung haben, unsere Karriere, unsere Familie. Das ist nur das äußerliche Leben. Und die andere ist, wie wir Bedeutung in unserem Leben finden. And at the same time, this other story is being played out, which is actually inviting you into a deeper relationship with reality itself. Und diese andere Geschichte findet zur gleichen Zeit statt, die uns dazu einlädt, tiefer zu gehen und eine andere Beziehung zur Realität und zwischen der Realität und dem Selbst zu entwickeln. And so our life well done is like walking a tightrope, trying to be of benefit to others. At the same time, we want to be true to our hearts and to our actual journey, which is far deep interior. Unser Leben ist also wie so ein Spagat zwischen den Äußerlichkeiten und diesem, dass wir uns um andere kümmern wollen, um unser Leben kümmern und gleichzeitig möchten wir tief ins Innere gehen und uns dort weiterentwickeln. So only this, we have questions here. Thank you. Soweit es, wenn es Fragen gibt. Mhm. No, if you have questions, that's good. Ich habe keine Frage. Ich finde es einfach spannend zu sehen, genau wie Sie sagen, dass in verschiedenen kulturellen, religiösen Gewändern immer wieder die gleichen urmenschlichen Geschichten erzählt
erzählt werden, wie unser Weg ist. I do not have really a question, but I find it fascinating how in the different cultures and different clothing we find the same deep human happenings and stories. Und was für mich, für meine religiöse Praxis am wichtigsten ist, das ist das, was Sie gesagt haben. Wir müssen immer und immer wieder erinnert werden an dieses Licht in uns, an diese, was ich Christuskraft heute genannt habe, an diese Kraft, an diesen göttlichen Funken, der in uns ist. Im alltäglichen Leben verlieren wir so schnell den Kontakt. Wir brauchen diese Erinnerung. And what is most important for me is that we need to be remembered of the light inside that I call the power of Christ, and that it's present in all our lives, in all our daily lives, and we always need to be remembered again and again. So, like your story about the two sages and they're looking up and the two animal-type beings say, what do you see? This also, like in human life, that sometimes we feel so ordinary, more like a wild tiger or some squirrel, and other times we actually are looking up. That, yes. Wie Sie in Ihrer Geschichte gesagt haben, diese zwei Wesen, die da standen und die Frage stellten, wohin schaust du? It wasn't animals, it was light beings. Oh, light beings. Oh, I saw the animals. No. Figures in bright clothes. Okay. Maybe angels? Uh-huh. And they said, what are you looking for? Yes. I see. Oh no, this is okay. It's still same. My story still stands. Also Rinpoche hatte verstanden, dass da zwei so tierähnliche Gestalten waren, nicht Lichtgestalten, aber und sagte dann, es kann ja oft sein, dass wir diese Wesen haben, wilde Energien kommen, die uns dann daran erinnern, etwas anders zu betrachten. Und sie sagt, sie bleibt auch bei dieser Geschichte. Das stimmt. Yeah. So I just tell one story here. Okay. That actually that human beings are the only beings that are actually built to look up. Eine Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, dass die menschlichen Wesen die einzigen sind, die dazu gebaut wurden, dass sie nach oben schauen können. That we are the only ones that can easily see the sky. Wir sind die einzigen, die ganz einfach den Himmel betrachten können. How many living beings like worms and moles and voles live under the ground? They never see the sky. Und wie viele Wesen wie Maulwürfe oder Würmer oder Ratten leben unter der Erde und die sehen den Himmel niemals. That animals on all fours, they only can see the ground. They're not built to look up. Tiere, die auf 4 Beinen leben, die sind auch dazu gebaut, nur den Boden zu betrachten und nicht nach oben zu schauen. Even the great mighty eagle flying high in the sky, not looking up, they're looking down. Selbst der große, mächtige Adler, der hoch im Himmel fliegt, schaut immer nur nach unten und nie nach oben. So maybe you don't understand what I mean looking up. Vielleicht versteht ihr nicht ganz, was ich damit meine, wenn ich sage, nach oben schauen. That you actually have inner eyes and then you have outer eyes. Dass ihr alle wirklich innere Augen besitzt und äußere Augen. That your outer eyes look all over the place. Huh? Die äußeren Augen schauen überall in der Gegend herum. And for many people, their inner eyes are not looking up. Und bei vielen schauen die inneren Augen nicht nach oben. That in some people, that you might even feel that you're looking up,
and looking straight ahead at the same time. Bei manchen fühlt sich das vielleicht sogar so an, dass sie denken, sie schauen nach oben und nach vorne gleichzeitig. And so it is possible to be looking up at the same time you're looking out straight. Es ist also möglich, nach oben zu schauen und gleichzeitig geradeaus nach vorne. This actually is a level of development that makes one have safety and well-being in spirit. Und dies ist eine Entwicklungsstufe, die so beschaffen ist, dass man sich im Geiste wohl fühlt. And so the sages that saw Jesus ascending, Christ ascending, they don't see this with their ordinary eyes, they saw it with their real eyes. Und so waren diese Weisen, die Jesus aufsteigen sahen, Menschen, die haben Wesen, die ihn mit dem inneren Auge gesehen haben, nicht mit dem wirklichen Auge. Mit dem wirklichen. Also mit dem wirklichen Inneren, nicht mit den äußeren. Und doch glaube ich, dass auch diese Freunde Jesu durch die Frage dieser Lichtgestalten eingeladen worden sind, einen Perspektivwechsel, einen Blickwechsel zu nehmen. Eben nicht nach oben zu schauen und alles von oben zu erwarten, sondern es heißt ja dann, sie gingen dann in ihren Alltag nach Jerusalem. Das heißt, den Blick dann auch wieder zu senken auf die Erde und an den Ort zu gehen und dort zu leben und zu lieben und Mitgefühl zu haben, wo sie hingestellt sind. And yet, my belief is that through the questions of the two beings accompanying Jesus, they were asked to change their perspective. They were asked not to look upwards, but to look into their lives and take this inner view back to their daily lives and live it and express it there. Very good. So be connected to the earth and be connected to the daily life. Das ist der Punkt und die Geschichte erzählt das dann weiter, dass diese ersten Freunde, Freundinnen rund um Jesus einmütig in einer Gemeinschaft lebten, also eine Art Kommune gebildet haben, wo sie miteinander gebetet und das Brot gebrochen haben, wo sie all ihren Besitz verkauften und es den Armen gaben, also soziale Gerechtigkeit als Konsequenz aus diesem Blick auf die Erde und dass Männer und Frauen und Kinder gemeinsam in dieser Kommune lebten, in einer patriarchalen Gesellschaft, also Gendergerechtigkeit. Das ist ein kleiner Abschnitt, den ich liebe in unserer Bibel, weil das ist sozusagen eine kleine Kommunenwelt, die da beschrieben wird. And the story goes on by changing their perspective, their view to the earth. The friends and the female and male friends of Jesus Christ went back and they founded a community where they prayed together, where they shared the bread and lived together. And the part Sold over. and they sold all their belongings and gave it to the poor. And the part I especially like in this story, that in a patriarchal world, female and male were equal. Mm-hmm. Very good. Maybe we should ask questions for people. Rinpoche sagt, vielleicht gibt es Kommentare, Fragen jetzt aus dem Publikum.